Hey Leute, ich bin's wieder, eure Genie von Paintomancy und heute zeige ich euch, wie man das rote Marmor an meinen Custodes bemalt. Für Marmor gibt es ja einige Techniken, wie man es machen kann. Manche machen ja diese Feuchttuchtechnik, aber dafür braucht man ja auf jeden Fall eine Airbrush und das erfordert auch ein bisschen Übung. Also habe ich mir gedacht, ich versuche jetzt mal eine Möglichkeit zu finden, wie man das leicht, schnell und auch ohne Airbrush machen kann. Wir beginnen also erstmal die Fläche, die später Marmor wird, mit 2 dünnen Schichten Gracie zu bemalen. Ich habe mich für Gracie entschieden, da ich, zumindest nach meiner Erfahrung, damit eine graue, neutrale Farbe habe, die möglichst hell ist, aber immer noch möglichst gut deckt. Es gibt durchaus noch hellere Farben, die auch gut decken, aber Gracie reicht wirklich 2 dünne Schichten und dann haben wir da genug Deckkraft. Es muss nicht zwanghaft perfekt decken, weil da kommt später noch so viel drauf. Hauptsache, ihr habt eine möglichst gleich deckende Schicht. Wenn die Schicht gut getrocknet ist, nehmen wir uns einen Schwamm und pures Weiß. Hier ist es eigentlich egal, welche Marke. Ich habe jetzt das Weiß von Scale 75 hier genommen, einfach weil ich es gerade zur Hand hatte und es in einer Dropper Bottle ist, dann ist es etwas leichter einfach auf die Palette zu machen. Mit dem Schwamm nehme ich mir also von dem Weiß und tupfe das auf einem Küchentuch wieder gut genug ab, dass ich nicht zu viel Farbe auf dem Schwamm habe, aber auch nicht zu wenig, denn ich möchte jetzt wirklich so ein bisschen weiße Textur in den Marmor bringen. Das heißt, ich schaue, dass ich an manchen Stellen wirklich das Weiß sehr deckend mache, dann wieder teilweise nur so ein paar Tupfer draufsetze und an manchen Stellen lasse ich auch wirklich einfach das komplette Gracie sein. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Marmortextur. Und hier könnten jetzt viele sagen, oh, das ist doch jetzt gar nicht mehr einfach oder das ist doch jetzt schon sehr schwierig. Aber ich sage euch jetzt eine Möglichkeit, wie ihr diesen Schritt super easy hinbekommen könnt. Nehmt euch einen dünnen Pinsel, der lange Haare hat. Es gibt ja auch gerne von Herstellern Pinsel mit ganz kurzen Haaren. Nehmt wirklich einen mit langen Haaren und einen dünnen Pinsel. Ich habe jetzt hier einen Doppel-Nuller genommen. Und dann nehmt ihr euch ein Schwarz, am besten aber ein Off-Black, weil Schwarz oft zu krass dunkel ist. Hier habe ich dafür einfach Heavy Charcoal von Vallejo genommen. Das verdünnen wir uns jetzt auf unserer Nasspalette etwas stärker, als wir für gewöhnlich eine Farbe verdünnen würden, aber noch nicht so stark, dass es schon in Richtung Glaze-Konsistenz geht. Ich würde sagen, auf einen Part Farbe, so circa 2 Parts Wasser. Danach machen wir unseren Pinsel nochmal gut sauber und nehmen nur auf die Pinselspitze etwas Farbe. Jetzt könnt ihr den Pinsel auch ruhig etwas weiter hinten anfassen und einfach den Pinsel euch führen lassen. Das bedeutet, ihr schaut, dass ihr über die Fläche drüber geht und ein bisschen wie Blitze versucht, auf dem Stein diese Marmorierungen zu machen. Das kann auch gerne mal ruhig mit dem Pinsel gemacht werden, wenn da schon nicht mehr so viel Farbe drin ist. Dadurch, dass die Farbe was nasser ist, deckt sie dadurch ein bisschen weniger. Das bedeutet aber auch, dass ihr Striche bekommt, die mal mehr und mal weniger decken. Und das ist eben das Schöne bei dem Marmor, dass da ein bisschen Abwechslung reinkommt. Dass ihr nicht nur gleiche Striche habt, die einfach nur quer drüber sind, sondern dann macht ihr einmal von links nach rechts, von rechts nach links und wirklich in so einem Blitzmuster. Ihr könnt die wirklich kreuz und quer machen und besonders gut sieht das aus, wenn ihr an manchen Sammelpunkten besonders viele Striche übereinander lappen lasst. Guckt euch hierfür einfach ein paar Referenzbilder im Internet an, googelt einfach Marmor, egal welche Farbe. Wir wollen hier wirklich erstmal nur das stumpfe Basic Marmor und im Endeffekt könnte man später sogar jede Farbe drüber machen, die man möchte. Nachdem wir also unsere Striche gesetzt haben und zufrieden damit sind, wie viele es geworden sind, auch hier könnt ihr ein bisschen variieren, ob ihr mehr oder weniger haben wollt. Ich sage nur, zu viel sieht später auch komisch aus. Müssen wir jetzt die Striche teilweise aber nochmal ein bisschen abschwächen. Dafür nehmen wir nochmal unseren Schwamm mit dem puren Weiß und tupfen besonders an den Stellen, wo die ganz starken Striche sind, nochmal ganz leicht drüber. Wirklich nur super dezent, um auch manche Linien nochmal zu unterbrechen. Weil Marmor ist ja kein künstlich hergestellter Stein, sondern ein natürlicher. Das heißt, da dürfen ruhig Macken drin sein, Unordnung. Da kriegt man schnell ein Gefühl für und auch hier Vorlagen helfen da sehr. Um jetzt noch ein bisschen dieses Verschwommene vom Marmor darzustellen, nehmen wir uns Nullen-Oil Gloss. Gloss einfach nur, weil es ein bisschen weniger intensiv ist als normales Nullen-Oil und tuschen, richtig fleckig über unsere Fläche. Das bedeutet, wir wollen wirklich nur an ein paar Stellen, dass da mehr Schatten reinkommt, wirklich ein bisschen drüber schlabbern, ansonsten den Pinsel sauber machen, wieder ein bisschen wegnehmen und ein bisschen einblenden, wenn es an ein paar Stellen dann doch zu viel Tusche geworden ist, damit wir noch mal ein bisschen mehr Abwechslung reinbekommen.
Wenn das alles getrocknet ist, und hierbei ist es wirklich wichtig, dass es alles gut durchgetrocknet ist, kommt unser Farbfilter ins Spiel. Hierfür benutze ich ein Clear Red von den Tamiya Colors. Das gibt es auch noch in anderen Farben, wie zum Beispiel Blau oder Gelb. Ich habe mich hier für Rot entschieden, weil es natürlich zu dem klassischen Custodes-Thema passt. Und das möchte ich jetzt einfach in einer mitteldicken Schicht über die gesamte Marmorfläche pinseln. Hierbei ist es wichtig, dass wir diese Farbe nicht zu dick auftragen, denn es ist eine Farbe, die aus Harz besteht. Das heißt, sie ist sehr dickflüssig, gelartig, die zieht auch teilweise so Fäden. Und wenn wir die zu dick auftragen, rutscht die am Modell so ein bisschen runter und bildet dann so Tröpfchen. Sie darf aber auch nicht zu dünn sein, das merkt man schnell beim Auftragen, da sonst die Oberfläche einfach reißt und dann auch diese Fäden auf dem Modell zieht. Also einfach eine gute Menge nehmen, schön in eine Richtung verstreichen und dann merkt man schnell, dass das so eine schöne Lasurschicht ergibt. Da bekommt man schnell ein Gefühl für. Wenn das gut getrocknet ist, sind wir auch schon fertig. Ich rate euch natürlich, wenn ihr diesen Glanzeffekt beibehalten wollt, dass ihr das Ganze macht, nachdem ihr das gesamte Modell fertig bemalt habt, gematttlackt habt oder geglanzlackt habt und dann das Ganze nicht mehr anfasst. Wenn euch das Glänzen stört, könnt ihr aber auch ohne Probleme mit einem Mattlack drüber sprühen oder später nochmal mit einem Satinlack drüber, wenn ihr es nur leicht glänzend haben wollt. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es hilft euch ebenfalls, simplen Marmor ohne Airbrush zu bemalen. An dieser Stelle vielen lieben Dank an all unsere Patrons, die das Ganze hier überhaupt erst möglich machen und insbesondere unsere Paintomancer und Painter Warlocks. Und zwar Frederik, Freddy, Freckel, Aruka, Juxe, Tizian, Don Vittorio, Dorian Wiesner, Halim Matsuda, Julian B., Nachtmar Senior, Nagashur, Patrick W. und Felix. Falls ihr uns kostenlos unterstützen wollt, schaut doch mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr Affiliate-Links zu unseren Partnern PKPro und Taschengelddieb. Falls ihr außerdem regelmäßig bei Amazon einkauft, macht das doch auch einfach über unseren Affiliate-Link. Also dann, bis zum nächsten Mal. Hauptsache, ihr habt eine möglichst... Hauptsache, ihr habt eine möglich... Wer würde Schallplatte? Hauptsache, ihr habt eine möglichst gleichdeckende Schicht. Hauptsache... Rum! Ich weiß nicht. Hauptsache, ihr habt eine Hauptsache, ihr habt eine möglichst gleichdeckende Schicht. Nice! Did it! Okay.